Braucht ihr eine Idee für ein leckeres Essen für die Feiertage? Dann seid ihr hier genau richtig. Also, bleibt dran, es lohnt sich. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute habe ich ein Rezept für euch für Kohlrouladen mit einer aromatischen und sehr leckeren Füllung. Perfekt für ein gemütliches Essen. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Weißkohl, ich brauche davon die Blätter, Reis, Sonnenblumenöl, Zwiebel. Ich habe die Zwiebel schon geschnitten. Ich spare mir die Tränen beim Filmen. So, dann habe ich hier Rinderhack, Tomatenmark, Brühe. Hier habe ich passierte Tomaten, Paprika, eine Karotte, frische Petersilie. An Gewürze habe ich den Klassiker, Pfeffer und Salz. Die Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und wir legen jetzt sofort los. Ich werde erstmal den Kohl vorbereiten. Von dem Weißkohl brauche ich die Blätter. Ich werde als erstes den Strunk entfernen. Und vorsichtig die äußeren Blätter entfernen. Wenn das nicht so einfach ist, mit dem ganzen Blatt entfernen, einfach hier einen Schnitt, weil wir werden das Blatt auch halbieren, einen Schnitt machen und dann geht das auch gut. Nun habe ich genug von den äußeren Blättern von dem Kohl hier gewonnen und ich werde erstmal den Strunk hier schneiden. Die Blätter halbieren. Die Weißkohlblätter werden jetzt in einem großen Topf mit kochendem Wasser für 3-4 Minuten blanchiert, bis die biegsam und weicher werden. Die blanchierte Kohlblätter rausnehmen, anschließend abtropfen lassen. Als nächstes werde ich die Füllung zubereiten. Ich muss erstmal dafür das Gemüse schneiden. Die Zwiebel habe ich schon gehackt. Nun schneide ich die Paprika in ganz kleine Stücke. Die klein geschnittene Paprika gebe ich auch zu der Karotte rein. Nur noch die frische Petersilie hacken. Nun machen wir am Herd weiter und ich werde erstmal das Öl erhitzen. Wenn das Öl erhitzt ist, dann gebe ich die Zwiebel rein. Wenn die Zwiebel glasig, dann gebe ich die Paprika und die Karotte dazu. 2-3 Minuten mit anbraten. Als nächstes das Rinderhackfleisch hinzufügen und krümelig anbraten. Der Tomatenmark sorgt für mehr Aromen und den füge ich jetzt zu. Kurz anbraten, bis er sich aufgelöst hat. Nun füge ich noch die passierte Tomaten zu. Den Reis, etwa 150 ml Brühe dazugeben. Nun werden wir auch würzen mit Pfeffer und Salz. Gut vermengen. Optional kann man auch ein Lorbeerblatt dazu geben, Deckel drauf
Und wir lassen die Füllung etwa 10 Minuten köcheln. Das sieht richtig gut aus. Nun gebe ich noch die Petersilie dazu. Gut vermengen. So, die Füllung ist jetzt soweit fertig. Das ist eine perfekte Füllung auch für Paprika, wenn man gefüllte Paprika machen möchte. Auch die Weinblätter kann man damit befüllen. Also ein super Rezept für eine Füllung. Nun lege ich die Kohlblätter auf die Arbeitsfläche, dann 1 oder 2 Esslöffel von der Füllung drauflegen. Die Kohlblätter, die biegsamer sind, werde ich ein bisschen anders aufrollen. Da werde ich längs aufrollen, das Ende zu, ganz eng. Und zum Schluss wie eine Schnecke aufrollen. So sieht es aus. Und nun kommen die Kohlrouladen in einen Topf. Die anderen Blätter, die nicht so weich sind, von der Seite zumachen und dann einfach aufrollen. Das war's. Ich werde ein bisschen von der Brühe gießen. Und sie werden etwa 30 bis 40 Minuten gekocht. Deckel drauf und es geht dann schneller. Et voilà! Die leckeren Kohlrouladen sind noch am Blubbern, aber die sind schon fertig zu verzehren. Ich freue mich sehr darüber. Es ist so aromatisch hier bei mir in der Küche. Es duftet so festlich schon nach richtigem Essen. Es ist echt ein super Rezept auch für die Feiertage. So, ich mag die immer so kleine, dass dann mehr daraus werden und ja, man kann eine große Familie damit schön satt bekommen. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir hier gehabt und über eure Kommentare, Likes würde ich mich sehr freuen. Gleich werde ich noch meinen Tellerchen anrichten, probieren, freue mich schon darauf. In meinem Heimatland Moldawien werden die Kohlrouladen, die sogenannten Sarmale, mit Schmand serviert und mit Brot. Da isst man fast alles mit Brot. Hier kann man dann mit Kartoffeln servieren. Und an dieser Stelle wünsche ich euch schöne Feiertage, bleibt gesund. Eure Tati. Tschüssi.